Monkeytainment mit den News zu Generation 15. Der Fokus liegt komplett darauf, euch einmal zu zeigen, welche Kosten kommen auf euch zu mit Generation 15 und natürlich den Skill-Empfehlungen je Held und natürlich der Priorisierung der Helden, auch wenn das Bild eine Indikation geben soll, die wird anders aussehen. Seid euch nur bewusst, in letzter Zeit, die Skills werden regelmäßig angepasst. Fangen wir aber jetzt mal mit den Kosten an. Die Kosten sind beim blauen Gehirn, ihr fangt an mit 80 für die 5 Stufen in Summe, das heißt 16 pro Stufe. Das gilt auch für die zweite Gehirnunterstufe, 120 bei der dritten, das heißt 24 pro Unterstufe. Dann haben wir 200, also 40 pro Unterstufe, 320 und bei der letzten Stufe im blauen Gehirn sind es eben 400 von den Potion und 80 von den Kapseln. Gesamtsumme bei dem blauen Gehirn sind 1200 von den Potion und 80 von den Kapseln. Nun, der Fokus liegt jetzt darauf, wo kommt ihr eigentlich an die Kapseln. Die Kapseln bekommt ihr einmal bei dem Race Dreh, bei Generation 15 könnt ihr da zum Glück auch auswählen, zumindest bei allen, die ihr aus der Ziehung habt. Und bei den Kisten habt ihr das gleiche nochmal. Dann gibt es natürlich bei Survival of the Fittest bzw. Überleben des Stärksten auch die Möglichkeit, an die Fragmente zu kommen für Carlos. Bei Value Voucher habt ihr oder Wertgutschein habt ihr jetzt auch die Möglichkeit eben auszuwählen aus den ganzen Boxen. Allerdings gibt es eben für 10 immer nur maximal 5 Kapseln und 10 von den Potion. Natürlich gibt es auch noch Daily Purchases. Sobald ihr das dann freigeschaltet habt, seid ihr in der glücklichen Lage, ihr habt wirklich Limitless. Also bei Elite ohne Limit müsst ihr 180 von den Potion und 27 von den Kapseln zahlen. Bei der Aktivierung auf Zellebene sind es 60 und 9 Kapseln je einzelner Unterstufe und 180 und 27 für eine volle Stufe. Bei der Dosierungsbooster sind es eben 240 und 36, gibt es aber auch eben nur 3 Stufen einmalig. Dann sind wir bei der Sinnesaktivierung 1 bis 3, die immer wiederum die Voraussetzung hat, Aktivierung auf Zellebene 1. Und dann sind wir bei den Fähigkeitsverbesserungen, die wiederum Sinnesaktivierung 1 bis 3 jeweils bedürfen. Und die Gesamtkosten für das lila Hirn sind bei 3.480 und 522 von den Kapseln und zusammengerechnet für beide Gehirne 4.680 und 602. Kommen wir aber jetzt zum spannenden Teil, denn da gibt es die große Änderung. Die Skills kosten nämlich nur noch 700 Punkte bzw. 70 von den Fragmenten oder 70 von den Kapseln, um ein Level zu erhöhen. Das heißt, pro einzelnem Skill sind das 560 bis Level 9. Danach braucht ihr wieder die Spritzen. Wichtig bei dem, was jetzt als Empfehlung kommt. Ich möchte euch wirklich ins Gewissen rufen, dass die Empfehlung basierend auf dem ist, wie die Skills aktuell gesetzt sind. In letzter Zeit ist es eben so, dass die Skills sehr, sehr häufig, besonders bei den alten Generationen, angepasst wurden, verändert wurden zur Struktur. Ihr seht rechts die 3, 2, 1 in der Reihenfolge. Der erste Skill hat die Priorität 3, der zweite Skill hat die Priorität 2 und der dritte Skill hat im Endeffekt Priorität 1. Das indizieren die Zahlen, die ihr gerade seht. Ich lese euch jetzt die wahren gecodeten Skills vor. Skill 1 auf Level 1 fügt allen gegnerischen Truppen alle 6 Runden für eine Dauer von 4 Runden 20% Schaden zu. Skill 2 Level 1. Wenn weniger als 80% der Infanterie noch am Leben sind, wird der erlittene Schaden um 10% reduziert. Fähigkeit 3. Wenn Infanterie geheilt wird, heilt sie zusätzlich 35%. Das sind die ersten 3 Skills, wenn ihr nur das lila Hirn freigeschaltet habt und die Level alle auf 1 bleiben. Kommen wir zu dem Alles ist maxed. Dann Fähigkeit 1 fügt allen gegnerischen Truppen alle 5 Runden für die Dauer von 4 Runden 25% Schaden zu. Fertigkeit 2, wenn weniger als 80% der Infanterie am Leben sind, wird der erlittene Schaden um 13% reduziert und der verursachte Schaden um 5% erhöht. Fähigkeit 3, wenn Infanterie geheilt wird, heilt sie zusätzlich 42% und erhält diese Runde Immunität gegen Entwaffnung. Carlos, Fähigkeit 1, Level 1. Wenn die eigene Infanterie angegriffen wird, fügen die Jäger in der folgenden Runde allen gegnerischen Truppen 1,3% Schaden zu. Dies kann bis zu 4 Mal pro Runde ausgelöst werden. Skill 2, Level 1, reduziert alle 3 Runden den Schaden aller gegnerischen Truppen für 2 Runden um 15%. Fähigkeit 3, Level 1, erhöht den Angriff von Jägern dauerhaft um 18% und hat eine Chance zu verhindern, dass Jäger entwaffnet werden. Kommen wir nun zu den Skills, wenn sie komplett maxed sind. Da haben wir bei Skill 1, wenn die eigene Infanterie angegriffen wird, fügen die Jäger allen gegnerischen Truppen in der folgenden Runde 1,6% Schaden zu. Dies kann bis zu 5 Mal pro Runde ausgelöst werden. Also statt nur Infanterie bei Level 10 alle Truppen. Fähigkeit 2. Reduziert alle 3 Runden den Schaden aller gegnerischen Truppen für 2 Runden um 18% und erhöht den Schaden aller gegnerischen Truppen um 2%.
Fähigkeit 3 erhöht den Angriff von Jägern permanent um 22% und hat eine Chance zu verhindern, dass alle eigenen Truppen entwaffnet werden. Das ist soweit Carlos. Carlos ist allerdings der schlechteste der 3 Helden, die man zur Wahl hat. Kommen wir zur eigentlich besten Heldin der Generation 15. Das ist Evelynn, Skill 1, ungelevelt, verringert alle 5 Runden von den gegnerischen Jägern verursachten Schaden um 70%. Skill 2 heilt alle 4 Runden die eigene Infanterie um 50%. Skill 3 heilt alle 5 Runden alle eigenen Truppen um 70%. Jetzt auf Level 10. Verringert alle 5 Runden den Schaden aller gegnerischen Truppen um 70%. Vorher auf Level 1 nur der Jäger. Fertigkeit 2 heilt alle 3 Runden die eigene Infanterie um 60% und Skill 3 heilt alle 4 Runden alle eigenen Truppen um 70%. Das war's. Ich hoffe, ihr habt damit einen Eindruck von denen bekommen. Prio ist Robert, Evelynn und dann Carlos.